Die Bundesregierung rechnet für 2024 wieder mit einem Minus bei der deutschen Wirtschaftsleistung, nämlich 0,2% im Minus. Das hat Wirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin mitgeteilt. Trotzdem gab er sich optimistisch. Mehrfach betonte er Deutschlands Stärken sowie auch den innovativen Mittelstand. Deswegen rechne er für kommendes Jahr dann mit einer Trendwende, und zwar mit einem Plus dann von 1,1% beim Bruttoinlandsprodukt. Grund sei, dass die Zinsen sinken würden. Und das würde die Menschen dann wieder spendierfreudiger machen, und das tue der Wirtschaft gut. Das sind strukturelle Probleme und ich würde sagen Versäumnisse nicht jetzt der letzten Monate oder Jahre, sondern der letzten Jahrzehnte. Wir haben systematisch zu wenig in unsere Infrastruktur investiert. Das sehen wir an verspäteten Bahnen und an zusammenfallenden Brücken, an fehlender Digitalisierung der Verwaltung. Wir haben nicht genug getan, um Arbeits- und Fachkräftepotenzial zu mobilisieren. All das ist auf den Weg gebracht worden, aber noch nicht so, dass die Fehler oder die Innovationsschwächen des Landes behoben sind. Wir haben also eine große Aufgabe vor uns, da soll man nicht drüber hinwegreden. Und diese Aufgabe wird noch größer, wenn man sich klar macht, dass die Stärke des 1%igen Wachstums im Kern auf zwei Säulen beruhte: dem billigen Energien aus Russland, dem günstigen Gas, das es uns ermöglicht hat, in Deutschland energieintensive Industrien zu halten. Und zweitens, dass wir als Exportnation darauf angewiesen sind, dass die Weltmärkte funktionieren. So, der Bundeswirtschaftsminister erklärt die Welt. Fragen wir nach bei Max Hermes im Bundestag. Also Max, ja, ist das im Wesentlichen jetzt Beschwichtigung oder hat der Wirtschaftsminister einen Plan, wie Deutschland eben zurück aus der Krise finden soll? Die Frage möchte ich direkt weitergeben. Ich habe einen Gast am Set, FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Herr Kubicki, also jetzt die Wirtschaftsprognose schlechter als erwartet. Hat denn Robert Habeck einen Plan, wie er da jetzt rauskommt oder wie er die Wirtschaft wieder ankurbeln kann? Ich habe ihn gesehen und mich darüber gewundert, dass außer ihm alle anderen schuld sind. China, Russland, die Tatsache, dass wir eine verfassungsmäßige Schuldenbremse haben. Also zwischen ihm und dem Erfolg steht die Verfassung und die Autosuggestion. Wir sollen alle an die Zukunft glauben und dann besser einkaufen. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich musste 10 Semester studieren bis zu meinem Diplom VWL und ein Wirtschaftsminister setzt sich hin und erzählt uns einen aus Bullabü. Wir sind selbst schuld an der Misere, die wir haben. Wir importieren momentan 80% unseres LNG-Gases aus den Vereinigten Staaten. Das heißt, wir haben unsere Abhängigkeit von russischem Gas auf amerikanisches Gas umgestellt, das überwiegend durch Fracking gewonnen wird. Wir haben in Deutschland ausreichend eigene Lagerstätten. Das heißt, wir könnten aus unserer Erde mit der gleichen Methode das Gas bei uns einspeisen zu wesentlich günstigeren Kosten. Wir müssen keine LNG-Terminals aufbauen. Dagegen sind die Grünen, dagegen ist Robert Habeck. Obwohl der Deutsche Bundestag eigentlich feststellen müsste, wir hatten ja eine Expertenkommission extra eingesetzt, dass das in Deutschland möglich ist und deshalb das Totalverbot im Wasserhaushaltsgesetz verfassungsrechtlich nicht zu halten ist. Also ein wesentlicher Teil der exorbitant hohen Kosten, die wir im Energiebereich haben und der Wertschöpfung ins Ausland, hat dieser Bundeswirtschaftsminister zu verantworten, niemand sonst. Sie haben jetzt dann die Energiepreise angesprochen, aber was kann dann letztlich auch die Ampelkoalition, der Sie ja auch angehören, tun, auch um die Wirtschaft zu stärken? Ja, wir versuchen ja dauernd auf unsere Grünen pädagogisch einzuwirken. Die Tatsache, dass Robert Habeck erklärt hat, das Lieferkettengesetz sei eine falsche Abbiegung gewesen. Ich kann mich noch an Debatten hier im Deutschen Bundestag erinnern, wo wir beschimpft worden sind als Freie Demokraten. Wir müssten die Schwellen nicht hochsetzen, sondern runtersetzen. Wir seien für Kinderarbeit, Menschenhandel, Frauenrechte, Missachtung. Und jetzt zu erklären, wir haben die Bürokratie erhöht, um sie jetzt abzubauen, ist Beleg dafür, dass die Fehler der Vergangenheit sich jetzt auswirken. Also ein Wirtschaftsminister, der zweimal in Folge ein Rezessionsjahr kommentieren muss, seine eigenen Erwartungen dauernd herunterschraubt und jetzt sagt, im nächsten Jahr aber werden meine Hoffnungen sich erfüllen, ohne dass wir die entsprechenden Maßnahmen wirklich umgesetzt haben bisher, der ist in seinem Amt einfach überfordert. Er ist doch derjenige, der es machen muss und nicht immer auf andere verweisen muss. Die Chinesen werden uns nicht helfen, die Russen auch nicht. Das können wir nur selbst tun. Unsere amerikanischen Freunde werden uns auch nicht helfen. Es ist jetzt letztlich auch nur noch ein Jahr bis zur Bundestagswahl und das letzte Jahr ist ja eher dann eins, in dem nicht mehr allzu viele Entscheidungen auch getroffen werden, sondern in dem es dann um den Wahlkampf geht. Wie viel kann denn da jetzt noch bewirkt werden, um der Wirtschaft, die jetzt dringend einen Impuls braucht, wieder diesen Schwung zu verleihen? Ja, wir fragen uns als Freie Demokraten, warum die Maßnahmen, die wir zur Wirtschaftswende eigentlich vereinbart haben, bisher im Parlament nicht umgesetzt werden. Es sind wiederum unsere grünen Freunde, die es regelmäßig verschieben, weiter beraten wollen. Und ich sage noch einmal, jeden Tag, jeden Monat, den wir warten, wird die Situation für Unternehmen in Deutschland schlimmer und für die Verbraucher schlimmer. Und wenn wir den Menschen ein Signal geben wollen, dann doch jetzt mit Geschwindigkeit und mit Wucht.
das Ruder herumzureißen, das Steuer umzulegen. Alle wollen das und deshalb wäre es doch wichtig, dass der Wirtschaftsminister seine eigene Partei, seine eigene Fraktion mal auffordert, auch seinen Worten zu folgen und dann große Taten mit uns zu vereinbaren. Ein anderes Thema ist noch die Migration. Die Union hat gesagt, dass sie direkt an der Grenze abweisen möchte. Sie sind damals der Union beigesprungen vor rund einem Monat. Die Grünen haben da Bedenken angemeldet. Jetzt möchte die Union diese Woche das Thema wieder aufs Tablett werfen. Werden Sie dann zu Ihrem Wort stehen und dann auch gegen den grünen Koalitionspartner das dann letztlich durchsetzen oder zumindest so argumentieren? Ja, zunächst weiß ich nicht, ob das wieder aufgesetzt wird. Die Koalitionsfraktionen können es ja nochmal auf Bitten der Grünen verschieben. Sollte das im Deutschen Bundestag zur Abstimmung kommen, werde ich meinem Gewissen folgen. Das bin ich mir selbst und den Wählerinnen und Wählern, die mich gewählt haben, schuldig. Also eine klare Aussage da zumindest, das Gewissen. Wir wissen, wie Sie zu dieser Position stehen. Wolfgang Kubicki, vielen Dank. Also wir blicken gespannt auf diese Debatte, in der es um Abschiebungen dann wieder gehen wird und in der es da durchaus unterschiedliche Positionen innerhalb der Ampelkoalition gibt. Max, vielen Dank für die Einschätzungen und für das Interview mit Wolfgang Kubicki.